Hi, hier ist der Günther und ich zeige euch in diesem Video, was mir Freude am japanischen Reisfisch bereitet. Hier geht es um den sogenannten modernen Medaka, der in Japan Kairyo Medaka genannt wird und sich mit dem vorangestellten Namen von den Wildformen des Medaka, dem Minami Medaka und Kitano Medaka, unterscheiden. Ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, weiß ich nicht. Dafür war ich leider noch nie in Japan. Faszinierend am Medaka finde ich die vielfältigen Möglichkeiten, die sich in der Zucht ergeben, von der Option gar nichts zu machen und einfach nur abzuwarten und ein solches Bild wie hier zu sehen, dass einfach im gut bepflanzten Aquarium die ersten Larven an der Oberfläche sich tummeln und nach Mikrofutter suchen, bis hin zur gezielten Zucht, um einzelne Farben zu festigen, zu verbessern oder neue Farben zu kreieren oder herauszuzüchten, ist beim japanischen Reisfisch alles möglich. Sehr viel Spaß macht mir die Zucht mit dem Medaka, weil er halt im Gegensatz zu Lebengebärenden keine Vorratsbefruchtung hat und man jederzeit eine neue Farbkombination ansetzen kann. Hier sieht man ein orangefarbenes Männlein mit einem sogenannten Platinum-Weiblein, was um deren Gunst balzt und schon die Paarung versucht. Jetzt war noch ein kreisender Tanz zu sehen. Und jetzt umschließt das Männlein das Weiblein, was stillhält, mit seiner vergrößerten Afterflosse und auch mit der Rückenflosse. Und mit diesen zitternden Bewegungen werden die Samenzellen und die Eizellen parallel ausgeschieden. Die Eier haften dabei an Haftfäden am After des Weibleins. Hier sieht man das schön von der Seite. Und jetzt nach diesem Akt sind die Eier schon befruchtet. Hier sieht man das gleiche Pärchen am nächsten Tag noch einmal. Hier sieht man, wie das Männlein wieder balzt, einen Tanz vollführt und jetzt zur Paarung ansetzt. Dabei umschließt das Männlein das Weiblein mit seiner Afterflosse und Rückenflosse. Mit diesen zitternden Bewegungen werden die Eier und Samenzellen gleichzeitig hervorgebracht, womit dann die Samen über die vergrößerte Afterflosse zu den Eiern geleitet werden, wo sie dann befruchtet werden. Hier sieht man ein Weiblein, was Hunger zu haben scheint und die Eier direkt fressen möchte. Die Eier sehen in der Aufnahme so aus, haben kleinste Härchen und Häkchen außenrum und hängen jeweils an einem Haftfaden, der die Eier miteinander verbindet, was es dem Weiblein ermöglicht, diese noch eine Zeit lang herumzutragen, bis die Eihülle fest ist. Hier sieht man ein Weiblein einer Zwergenform, was offenbar Schwierigkeiten hatte, die Eier abzustreifen. Normalerweise bildet sich ein Knäuel aus dem Haftfaden mit den Eiern, was durch diese zitternden Bewegungen passiert. Manchmal kann man allerdings auch die Eier aufgereiht wie an einer Perlenschnur sehen. Hier sieht man ein eiertragendes Weiblein, was an einem Faden einer Fadenalge festhängt, da dieser Haftfaden tatsächlich klebrig ist. Die Eier an sich haben nur kleine Widerhäkchen, womit sie an dem Haftfaden sozusagen hängen bleiben. Diese Widerhäkchen an sich sind selbst nicht klebend. Sie dienen höchstwahrscheinlich dazu, dass die Eier untereinander ein bisschen Abstand haben, wenn sie als Traube irgendwo rumhängen, damit einfach genügend sauerstoffreiches Wasser die Eioberfläche umspülen kann. Man sieht, wie das Weiblein hier ganz schön zu kämpfen hat. Aber letzten Endes hat es sich jetzt irgendwie gelöst und kann wieder weiter schwimmen. Hier nochmals ein sehr dicht zugewuchertes Aquarium und ein Weiblein, was wiederum an einem Faden einer Fadenalge hängen geblieben ist. Dieses Weiblein hat ganz schön zu kämpfen, was man an der
beschleunigten Kiemenatmung sieht. Und jetzt hat es sich gelöst. Ein Blick ins Becken lohnt sich immer, denn man kann auch manchmal etwas entdecken. Nämlich ein einzelnes Ei, was einfach so in kleinfiedrigen Pflanzen oder Algen hängt. Auch hier ein Ei, in der Nahaufnahme noch einmal. Hier ganze Eiertrauben, die ein Weiblein abgestriffen hat. Oder auch hier in einem Video einmal 2 Eier und nochmal 2 Eiertrauben, die etwas hintereinander hängen. Vorne 3 Eier, hinten auch nochmal 2 bis 3 Eier. Bevor man aus einem Aquarium, in dem Medaka waren oder sind, Pflanzen rausreißt und wegschmeißt, lohnt sich immer ein genauerer Blick. In diesem Fall wollte ich das Becken komplett grundreinigen, die Fische waren schnell rausgefangen, die Algen wollte ich eigentlich entsorgen und habe dann aber erst einmal geschaut und diese Eiertraube mit relativ weit entwickelten Embryonen entdeckt. Bis etwa 3/4 der Entwicklungszeit sind die Eier sehr robust und fest, sodass man diese zwischen den Fingerkuppen gut tasten kann oder mit einiger Übung auch mit einer Pinzette aus den Algen zupfen kann. Wie man hier sieht, jetzt habe ich die Eiertraube gepackt, entferne die restlichen Algen davon und man sieht hier die Eier, die man dann in einem Becher separat hochziehen kann. Neben der mühsamen, aber auch gewissermaßen entspannenden Eiersuche im Becken kann man auch künstliche Laichmaterialien anbieten. Bei der Auswahl des Laichmaterials ist darauf zu achten, dass keine Giftstoffe oder Metallionen ins Wasser abgegeben werden. Hier zum Beispiel sieht man einen Kunststoff-Putzschwamm in Streifen geschnitten, an dem die Medaka ihre Eier abgestriffen haben. Der Einsatz von Laichmoppen lohnt sich besonders bei der Haltung von mehreren verschiedenen Zuchtgruppen. Im Fall, dass man von einer speziellen Farbe nur ein einzelnes Weiblein hat und zwingend zum Stammerhalt die Eier separat gewinnen muss, kann man das Weiblein auch in ein Netz herausfangen und das Netz im Wasser hängen lassen, bis das Weiblein die Eier abgestriffen hat. Geübten Aquarianern mit viel Fingerspitzengefühl ist es auch möglich, das Weiblein aus dem Wasser zu heben und mit dem Netz die Eier sorgfältig vom Weibchen zu entfernen. Dabei ist zwingend darauf zu achten, keinesfalls den Bauch des Weibleins zu quetschen und dieses damit zu verletzen. Diese Methode sollte keinesfalls zum Standardeingriff werden, um die Fische nicht extrem zu stressen. Bei aus dem Becken gesammelten Eitrauben oder vom Weiblein sozusagen abgepflückten Eitrauben kann es selbstverständlich dazu kommen, dass einzelne Eier nicht gut befruchtet sind. Dabei empfiehlt es sich, die Eier voneinander zu trennen, indem man den Haftfaden mittels der Zahnstochermethode oder mit 2 kleinen Pinzetten gegeneinander aufwickelt und den Haftfaden damit von den Eiern trennt. Hier in diesem Beispiel sind die Eier leicht bräunlich gefärbt und ebenso der aufgewickelte Haftfaden, weil ein Stück Seemandelbaumblatt zur natürlichen Desinfektion dem Wasser beigefügt ist. Nun kann man die Eier einzeln hochziehen und nicht gut entwickelnde oder absterbende oder sogar verpilzende Eier schnell von den anderen Eiern trennen. Nach ein paar Tagen Entwicklung kann man mit einer Lupe oder Makroaufnahme mit dem Handy den Herzschlag des Embryos sehen. Zum Teil kann man auch Kopfbewegungen oder Drehungen des gesamten Fischembryos im Ei beobachten. Bei sämtlichen Arbeiten im Wasser und mit den Eiern muss man natürlich die Hände vorher gründlich reinigen. Wenn man die Eier nicht direkt mit den Fingern berühren möchte, kann man die Eitrauben auch an Pflanzen oder an Algen aufhängen und in einem extra Gefäß
bis zum Schlupf hochziehen. Hier sieht man ein abgestobenes Ei in der Mitte, was nicht zu einer größeren Verpilzung der umliegenden Eier geführt hat. Hier rechts unten im Bild sieht man frischere Eier, die dem Aufzuchtgefäß hinzugefügt wurden. Diese sind etwa 4 Tage lang schon entwickelt bei Zimmertemperatur, was man an dem zusammengelaufenen Fetttropfen sieht. In dieser Videosequenz sieht man gerade frisch geschlüpfte Larven eines Mixstammes, hier ein Albinotier ohne jegliche schwarze Farbzellen, inmitten seiner Geschwister. Teils wurde hier mit Kunstlicht und natürlichem Licht das Video erstellt, weswegen die Farbe jetzt hier auch einmal umschlägt. Deutlich sieht man auch den unterschiedlichen Füllungszustand des Dottersackes. Dieser ist sehr klein und Medaka-Larven benötigen innerhalb der ersten 24 Stunden schon kleinstes Futter, um gut die ersten Tage zu überstehen und schön heranzuwachsen. In gut eingelaufenen Becken oder zwischen Fadenalgen tummeln sich viele kleine Mikroorganismen und zum Teil auch Schwebealgen, die gerne von den Medaka-Larven gefressen werden. Die höchste Dichte an solchen Mikroorganismen findet sich in grünem Wasser, jedoch sollte man trotzdem zeitnah mit der Zufütterung mit Staubfutter beginnen oder Kleinstlebewesen füttern. Hier sieht man jetzt, wie man geschlüpfte Jungfische aus dem Aufzuchtbecken entnehmen kann. Die Methode mit dem kleinen Medikamentenlöffel bedarf oft mehrmaliger Versuche, bis man die Medaka-Larven in das nächstgrößere Aufzuchtgefäß geben kann. Hier mit grünem Wasser. Abhängig von der Füllhöhe des Wassers bedarf dies einiger Geduld, um alle Jungfische zu überführen. Eine weitere Methode ist es, mit einer Pipette die geschlüpften Jungfische langsam aufzusaugen und in das nächste Gefäß zu geben. Hier einmal mit Moos gefüllt, ohne wesentliches grünes Wasser. Diese Fische sind schon aus dem Larvenstadium heraus und 2 bis 3 Wochen alt. Sie wurden gerade gefüttert mit einer klein zerriebenen Futtertablette. Ich trenne grundsätzlich die neu geschlüpften Larven von den noch vorhandenen Eiern, damit die Eier durch überschüssiges Futter, was herunterfällt, nicht belastet werden, wenn dort die Wasserqualität deswegen zu schlecht wird. Deswegen habe ich auch in den Aufzuchtgefäßen mit den Larven und Jungfischen grundsätzlich Schnecken und oder Garnelen, die dafür sorgen, dass übrig gebliebenes Futter verbraucht wird und das Wasser nicht zu stark belastet wird. Mit dem Überführen dieses Jungfisches in das kleine Aquarium sind wir schon am Ende angelangt. Ich kann nur die Daumen drücken und euch viel Glück bei eurer eigenen kleinen Medaka-Zucht wünschen. Tschüss, bis demnächst, euer Günther.